Du hast richtig Lust auf Fashion-Fotos, weißt aber nicht so richtig, wie du dich vor der Kamera in Szene setzen sollst? Wir zeigen dir praktische Posing-Tipps, verraten dir, welche Perspektive besonders ausgefallen ist und vor allem auch, welches Setup du brauchst. Hi, ich bin Maya. Hi, ich bin Anna. Ich bin Grace. Aus Sicht des Fotografen ist es vor einem Shooting vor allem wichtig, einen genauen Plan zu haben. Man kann sich am besten schon Moods raussuchen. Das sind Beispiele zu Posen, bestimmten Gefühlen, die man vermitteln möchte und hat sie am besten auch dann gleich beim Shooting dabei. Für das perfekte Bild ist vor allem wichtig, dass du Spaß hast. Denn das spiegelt sich auch in den Fotos wieder. Am besten bereitet man sich auf ein Fashion-Shooting vor, indem man sich ein Outfit raussucht, in dem man sich super wohlfühlt und einfach sein eigenes Ding macht. Styling spielt für Fashion Photography eine besonders große Rolle, weil es ja vor allem um Klamotten geht, die man cool inszenieren möchte. Und es wirkt sich auch noch auf die Models aus, weil sie sich durch ein bestimmtes Styling anders fühlen, was man dann auch auf den Fotos sieht. Wenn du mehr Fashion-Inspiration für deinen Alltag suchst, abonniere den Kanal. Das Wichtigste für coole Fashion-Fotos ist natürlich eine gute Idee und ein Gerät, auf dem man Fotos machen kann. Die beste Kamera ist die du dabei hast. Das kann auch dein eigenes Handy sein. Dann gibt es natürlich auch schon günstige Einstiegskameras und teurere Profikameras, welche besonders gut sind, wenn du damit planst, deine Fotos groß auszudrucken oder sie noch irgendwie besonders bearbeiten möchtest. Wenn du gerne selber von dir Fotos machen möchtest, ist es sehr hilfreich, ein Stativ zu haben und auch einen Selbstauslöser. Im Handy ist die Funktion sogar integriert. Das richtige Licht ist bei Fashion Photography besonders wichtig, weil man seinen Look natürlich bestmöglich inszenieren möchte. Bei der Lichtsetzung sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Je nachdem, wie du dein Licht setzt, wirkt dein Bild komplett anders. Von dramatisch bis sanft oder ganz neutral. Es kann einfacher sein, wenn du mit weniger Lampen startest und wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du dir einfach Inspiration im Internet suchen. Wenn du noch kein extra Lichtequipment hast, kannst du auch einfach vorhandenes Licht benutzen. Draußen sind das zum Beispiel Lichtreklamen, Laternen oder einfach die Sonne. Bei dir zu Hause deine Nachttischlampe oder auch einfach eine Taschenlampe. Ein Reflektor ist eine günstige und simple Art, das Licht zu kontrollieren. Beim Reflektor gibt es verschiedene Seiten. Es gibt Gold, Silber, Weiß und Schwarz. Die schwarze Seite des Reflektors absorbiert das Licht. Die anderen 3 Seiten reflektieren das Licht und sorgen somit für unterschiedliche Lichtstimmung. Mit diesen Posen werden deine Fashion-Fotos zum absoluten Hingucker. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Posen. Stehend, sitzend, liegend. Am allerwichtigsten ist natürlich, dass du dich wohlfühlst und dass die Klamotten gut zur Geltung kommen. Wenn du bei stehenden Posen selbstsicher wirken möchtest, ist ein breiter Stand und eine gute Körperhaltung besonders wichtig. Auch bei sitzenden und hockenden Posen gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Hier kannst du vor allem deine Arm- und Beinposition variieren. Wenn ihr zu zweit vor der Kamera seid, achtet darauf, dass eure Posen aufeinander abgestimmt sind. Eine coole Kombination könnte sein, dass ein Modell steht und das andere hockt. Unterschiedliche Posen sind so wichtig, weil sie pure Körpersprache sind. Sie entscheiden darüber, ob du selbstsicher, stark oder richtig gefühlvoll wirkst. Um in deinen Fotos noch mehr Varianz zu haben, kannst du zum Beispiel auch Requisiten nutzen. Wir benutzen hier einen Hocker. Auf den kannst du dich hinsetzen, daneben stehen oder auch einfach nur anlehnen. Für extravagante Bilder brauchst du natürlich auch extreme Posen. Hierfür kann es hilfreich sein, wenn du dich etwas verrenkst und ein bisschen deine Komfortzone verlässt. Durch die Perspektive kann man das eigene Aussehen auf dem Bild komplett verändern. Normalerweise sieht man die Welt immer auf Augenhöhe und wenn man sich dann in extreme Perspektiven begibt, gibt das nochmal so einen schönen kreativen Touch. Zum Beispiel lässt sich die Vogelperspektive von oben eher kleiner und unsicher wirken und wenn du aus der Froschperspektive von unten fotografierst, wirkst du mächtig und stark. Um dein Bild noch spannender zu machen, gibt es auch coole Effekte, die du nutzen kannst. Wir haben uns heute einen Ast ausgesucht, den wir unscharf etwas im Vordergrund haben möchten. Das macht das ganze Bild noch ein bisschen spannender. Ein kleiner Tipp von mir, den ihr unbedingt ausprobieren müsst, ist eine Strumpfhose zu nehmen und die über die Kameralinse zu ziehen. Das gibt so einen schönen, soften Look. Am meisten Spaß macht es mir, zusammen den Tag mit den Fotografinnen zu verbringen und natürlich dann das Endprodukt zu sehen. Was findest du, sollte man bei Fashion Photography beachten? Schreib's in die Kommentare.